David Lynch war einer der faszinierendsten und eigenwilligsten Filmemachers unserer Zeit. Seine Filme entführen uns in surreale, oft verstörende Welten, in denen Realität und Traum verschwimmen. Mit seinem Tod hinterlässt er ein einzigartiges filmisches Erbe, das uns immer wieder herausfordert und inspiriert. Von düsteren Industrielandschaften über mysteriöse Kleinstädte bis hin zu den Abgründen Hollywoods. Lynch erschuf mit jeder Geschichte eine unverwechselbare Atmosphäre. In diesem Video werfen wir einen detaillierten Blick auf sein filmisches Gesamtwerk und analysieren all seine 10 Spielfilme. Eraserhead ist ein verstörendes Meisterwerk, das 1977 erschien und sich sofort als bahnbrechendes Werk des surrealistischen Kinos etablierte. Der Film folgt Henry Spencer, einem Mann, der in einer düsteren Industrielandschaft lebt und mit der plötzlichen Verantwortung konfrontiert wird, ein groteskes, missgebildetes Kind großzuziehen. Lynch nutzt eine albtraumhafte Ästhetik, verstörende Tonlandschaften und surreale Bilder, um eine Atmosphäre der Isolation und Beklemmung zu erzeugen. Jack Nance in der Hauptrolle vermittelt Henrys existenzielle Ängste mit einer Mischung aus stoischer Gelassenheit und unterschwelliger Panik. Die monochrome Schwarz-Weiß-Optik verstärkt das Gefühl der Trostlosigkeit und unterstreicht die düstere industrielle Umgebung. Besonders bemerkenswert ist der unkonventionelle Einsatz von Sounddesign, das anhaltendes Dröhnen und mechanische Geräusche verwendet, um die innere Zerrissenheit von Henry wiederzuspiegeln. Eraserhead wurde anfangs kontrovers aufgenommen, entwickelte sich jedoch schnell zum Kultfilm und bleibt ein faszinierendes Beispiel für Lynchs einzigartige künstlerische Vision. Der Elefantenmensch aus dem Jahr 1980 ist eine tief bewegende und ergreifende Geschichte, die auf dem realen Leben von Joseph Merrick basiert. Der Film erzählt von John Merrick, einem Mann mit schwersten körperlichen Deformierungen, der im viktorianischen London lebt und von Dr. Frederick Travis in die Gesellschaft eingeführt wird. Lynch erzählt die Geschichte mit außergewöhnlicher Sensibilität und einer beeindruckenden visuellen Ästhetik, indem er erneut auf Schwarz-Weiß-Bilder zurückgreift, um die rauen, viktorianischen Verhältnisse authentisch darzustellen. John Hurt liefert eine beeindruckende Darstellung, die Merricks innere Würde und Sensibilität einfängt, während Anthony Hopkins als Dr. Travis eine subtile Balance zwischen wissenschaftlicher Neugier und echtem Mitgefühl zeigt. Die Themen des Films drehen sich um Menschlichkeit, Mitgefühl und gesellschaftliche Ausgrenzung. Lynch verzichtet weitgehend auf seine surrealistischen Elemente und erzählt die Geschichte auf eine lineare, aber tief berührende Weise. Der Film erhielt 8 Oscar-Nominierungen und gilt als einer der zugänglichsten und emotional kraftvollsten Filme von David Lynch. Dune, der Wüstenplanet, ist Lynchs ehrgeizige Adaption des gleichnamigen Science-Fiction-Romans von Frank Herbert, die 1984 in die Kinos kam. Die epische Handlung folgt Paul Atreides, dem jungen Erben eines Adelshauses, der auf dem Wüstenplaneten Arrakis in einen intergalaktischen Machtkampf verwickelt wird. Während Lynch für seine surrealistischen und avantgardistischen Ansätze bekannt ist, musste er sich hier den Zwängen eines Studiofilms beugen, was zu einer stilistisch faszinierenden, aber erzählerisch fragmentierten Adaption führte. Kyle MacLachlan in seiner ersten Zusammenarbeit mit Lynch spielt Paul mit einer Mischung aus jugendlicher Naivität und zunehmender Entschlossenheit. Die visuelle Gestaltung des Films ist beeindruckend und schafft eine komplexe, detaillierte Welt voller politischer Intrigen und spiritueller Prophezeiungen. Trotz aufwendiger Spezialeffekte und einer ambitionierten Umsetzung wurde der Film von vielen als überladen und schwer verständlich empfunden. Dennoch hat Dune über die Jahre eine treue Fangemeinde gewonnen und wird für seine visuelle und konzeptionelle Kühnheit geschätzt. Blue Velvet aus dem Jahr 1986 ist einer der bedeutendsten Filme in Lynchs Karriere und ein Paradebeispiel für seine Fähigkeit, das scheinbar Gewöhnliche in etwas zutiefst Unheimliches zu verwandeln. Der Film beginnt mit dem Fund eines abgeschnittenen Ohrs durch den jungen Jeffrey Beaumont, der daraufhin in eine düstere Welt aus Gewalt, Perversion und psychologischer Manipulation hineingezogen wird. Kyle MacLachlan spielt Jeffrey mit einer Mischung aus Neugier und Unschuld, während Isabella Rossellini als Sängerin Dorothy Valance eine der emotional anspruchsvollsten und komplexesten Rollen ihrer Karriere meistert. Dennis Hopper liefert als Frank Booth eine erschreckend intensive Performance und erschafft einen der bedrohlichsten Schurken der Filmgeschichte. Lynch nutzt in Blue Velvet eine kontrastreiche Bildsprache, in der die friedliche Vorstadtidylle von Lamberton einer dunklen, verstörenden Unterwelt gegenübergestellt wird. Die Themen des Films drehen sich um Macht, sexuelle Besessenheit und das Spannungsfeld zwischen Gut und Böse. Mit seinem einzigartigen Stil, dem ikonischen Soundtrack und der durchdringenden Symbolik bleibt Blue Velvet ein zeitloses Meisterwerk des modernen Kinos.
Wild at Heart, die Geschichte von Sailor und Lula, erschienen 1990, ist ein exzentrisches Roadmovie voller Leidenschaft, Gewalt und bizarrer Begegnungen. Die Geschichte folgt dem rebellischen Liebespaar Sailor Ripley und Lula Fortune, die vor Lulas manipulativer Mutter fliehen und auf ihrer Reise quer durch den Süden der Vereinigten Staaten auf eine Reihe von skurrilen Charakteren treffen. Nicolas Cage und Laura Dern verkörpern Sailor und Lula mit elektrisierender Chemie und roher Intensität, während Diane Ladd als Lulas besessene Mutter eine Oscar-reife Darstellung abliefert. Lynch kombiniert in diesem Film eine wilde Mischung aus Liebesgeschichte, Kriminaldrama und surrealen Elementen, während er weiterhin Themen wie Freiheit, Schicksal und die dunklen Abgründe menschlicher Begierden erforscht. Die visuelle Gestaltung ist voller kräftiger Farben, die den fiebrigen, manchmal märchenhaften Ton des Films unterstreichen. Wild at Heart wurde bei den Filmfestspielen von Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet, was Lynchs Ruf als visionärer Filmemacher weiter festigte. Trotz der polarisierenden Rezeption bleibt der Film ein faszinierendes Beispiel für Lynchs kompromisslose Herangehensweise an das Kino. Twin Peaks. Der Film, auch bekannt als Twin Peaks Fire Walk with Me, wurde 1992 veröffentlicht und dient als Prequel zur kultigen Fernsehserie Twin Peaks. Der Film konzentriert sich auf die letzten 7 Tage im Leben von Laura Palmer, einer Highschool-Schülerin in der scheinbar idyllischen Kleinstadt Twin Peaks. Während die Serie ein Gleichgewicht zwischen Krimi, Soap-Opera-Elementen und surrealem Horror hielt, taucht Lynch hier tiefer in die düstere und beklemmende Welt von Laura Palmer ein. Cheryl Lee liefert eine kraftvolle und intensive Performance als Laura, die zwischen unschuldiger Jugend und tiefen persönlichen Traumata schwankt. Ray Wise überzeugt als ihr zwiespältiger Vater Leland Palmer, dessen dunkle Geheimnisse schließlich zu Lauras tragischem Schicksal führen. Lynch erschafft eine dichte Atmosphäre voller Symbolik und verstörender Bilder, während er den Fokus auf psychologischen Horror legt. Die surreale Erzählweise, die verzerrten Zeitsprünge und das bedrohliche Sounddesign von Angelo Badalamenti tragen zur emotionalen Wucht des Films bei. Twin Peaks, der Film, wurde bei seiner Veröffentlichung gemischt aufgenommen, da er sich deutlich von der TV-Serie unterscheidet, hat jedoch im Laufe der Jahre seinen Status als essentielles Stück des Twin Peaks-Universums gefestigt. Lost Highway, veröffentlicht 1997, ist ein tief verstörender Psychothriller, der die Themen Identitätsverlust und Realitätserosion erforscht. Der Film folgt dem Jazzmusiker Fred Madison, der beschuldigt wird, seine Frau ermordet zu haben. Im Gefängnis verwandelt er sich plötzlich in einen anderen Mann, den jungen Mechaniker Pete Dayton. Die Handlung ist ein labyrinthisches Geflecht aus Realität, Albtraum und verzerrter Wahrnehmung, das Lynchs Faszination für das Mysteriöse und Unfassbare auf die Spitze treibt. Bill Pullman und Balthazar Getty liefern bemerkenswerte Darstellungen als Fred und Pete, während Patricia Arquette in einer Doppelrolle als Renee und Alice sowohl rätselhaft als auch verführerisch auftritt. Die dichte Atmosphäre wird durch den unheimlichen Einsatz von Licht und Schatten, verstörende Soundeffekte und einen düsteren Soundtrack, unter anderem von David Bowie und Rammstein, verstärkt. Lynch verweigert dem Publikum bewusst eine klare narrative Auflösung, was Lost Highway zu einem rätselhaften, aber faszinierenden Filmerlebnis macht. Während einige Zuschauer von der komplexen Struktur des Films abgeschreckt wurden, hat er sich zu einem Kultfavoriten entwickelt. Eine wahre Geschichte, The Straight Story, die 1999 erschien, ist einer der zugänglichsten und emotional bewegendsten Filme von David Lynch. Basierend auf einer wahren Begebenheit erzählt der Film die Geschichte des alten Mannes, Alvin Straight, der mit einem Rasenmäher über 500 Kilometer reist, um sich mit seinem kranken Bruder zu versöhnen. Richard Farnsworth liefert eine herausragende Performance als Alvin, die ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte. Der Film verzichtet auf Lynchs typische surrealistische Elemente und erzählt eine geradlinige, aber tief berührende Geschichte über Familie, Vergebung und Durchhaltevermögen. Die ruhige Inszenierung, die malerischen Landschaftsaufnahmen des Mittleren Westens und die subtile Musik von Angelo Badalamenti verleihen dem Film eine Erdige und Authentizität. Trotz seiner Einfachheit ist The Straight Story ein kraftvolles Werk, das Lynchs Fähigkeit unterstreicht, emotionale Tiefe in scheinbar einfachen Geschichten zu finden. Der Film wurde als eines von Lynchs zugänglichsten Meisterwerken angesehen. Mulholland Drive, veröffentlicht 2001, gilt als eines der größten Meisterwerke von David Lynch und wird häufig als einer der besten Filme aller Zeiten genannt. Der Film folgt einer jungen Frau namens Betty Elms, die nach Los Angeles kommt, um Schauspielerin zu werden und auf eine geheimnisvolle amnesische Frau namens Rita trifft. Während die beiden versuchen, Ritas Identität zu entschlüsseln, entfaltet sich eine vielschichtige Erzählung über Hollywood, Träume und Identitätsverlust.
Naomi Watts liefert eine beeindruckende Leistung als Betty, die sich von einer naiven Träumerin in eine Frau voller innerer Konflikte verwandelt. Laura Herring als Rita bringt eine mysteriöse Eleganz in ihre Rolle, die perfekt zu Lynchs rätselhafter Inszenierung passt. Der Film nutzt eine fragmentierte Erzählstruktur, die zwischen Realität, Traum und Albtraum wechselt und fordert den Zuschauer heraus, eigene Interpretationen zu entwickeln. Visuell besticht Mulholland Drive durch eine hypnotische Ästhetik, raffinierte Kameraarbeit und eine eindringliche Musikuntermalung. Der Film wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und bleibt ein zentrales Werk des postmodernen Kinos. Inland Empire, veröffentlicht 2006, ist eines von Lynchs experimentellsten Werken und eine herausfordernde Erfahrung für den Zuschauer. Der Film folgt der Schauspielerin Nikki Grace, gespielt von Laura Dern, die in einem neuen Filmprojekt mitspielt und zunehmend den Bezug zur Realität verliert. Die narrative Struktur ist bewusst fragmentiert und gleitet nahtlos zwischen Realität, Filmwelt und surrealen Albträumen hin und her. Laura Dern liefert eine atemberaubende Leistung und trägt den Film mit einer Vielzahl von Emotionen, von Verletzlichkeit bis hin zu tiefster Verzweiflung. Lynch setzt hier vollständig auf digitale Videotechnik, was dem Film eine rohe und oft unheimliche visuelle Qualität verleiht. Inland Empire ist geprägt von intensiven Nahaufnahmen, verzerrtem Sounddesign und verstörenden Traumbildern, die den Zuschauer in eine dunkle, labyrinthische Welt entführen. Der Film wurde für seine radikale Erzählweise und experimentellen Ansätze gelobt, spaltete jedoch auch die Zuschauer aufgrund seiner Länge und Komplexität. Trotz seiner Sperrigkeit bleibt Inland Empire ein faszinierendes Werk, das sich mit Themen wie Identitätsverlust, Hollywoods dunkler Seite und der menschlichen Psyche auseinandersetzt. Mit seinem Tod endet eine Ära, doch David Lynchs Filme bleiben als zeitlose Meisterwerke bestehen. Sie fordern uns heraus, tiefer in die menschliche Psyche einzutauchen und über das Offensichtliche hinauszublicken. Seine Werke sind voller Symbolik, Rätsel und unvergesslicher Bilder, die lange nachwirken und weiterhin Generationen von Filmliebhabern inspirieren werden. Egal, ob du bereits ein Fan bist oder seine Filme neu entdecken möchtest, Lynchs Filmografie bietet eine einzigartige Reise in die Welt des Unbewussten und bleibt unvergessen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Inhalte verpasst. Teile das Video mit deinen Freunden und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback und sehen uns im nächsten Video.